Was für eine Stimmung. Die Musiker tanzen, lachen, werfen ihre Instrumente in die Luft. Und das bei den ehrwürdigen Donaueschinger Musiktagen. Eine Sensation, die dem Südwestfunk-Jazz-Redakteur Achim Hebgen zu verdanken ist. Der war von der Musik der alten Fellini-Filme so begeistert, dass er sich auf die Suche gemacht hat nach dieser ganz eigenen Blasmusik, genannt Banda. Fündig wurde er in Süditalien. Dort hat er ein 45-köpfiges Orchester zusammengetrommelt und dessen urwüchsigen Sound in Donaueschingen mit modernem Jazz konfrontiert. Eine provozierende Mischung. Banda-Musik. Das sind Opernmelodien von Verdi, Bizet, Puccini oder Rossini, nachgespielt und auf die Straße gebracht von italienischen Blaskapellen. Und es sind außerdem Klänge, die im Süden Italiens auch heute noch religiöse Prozessionen begleiten. Mit ihrem sentimentalen Spiel, mit ihrem ungeheuren Vibrato haben die Banda-Orchester die italienische Oper im vergangenen Jahrhundert zu einer Musik fürs gemeine Volk gemacht. Zu Ohrwürmern für die Armen. Der Sound hat mit bestimmten Intonationstraditionen zu tun, die nicht unbedingt unseren nordeuropäischen, akademischen, professionellen Vorstellungen entsprechen. Und dadurch haben die für meine Ohren einen nicht immer ganz sauberen, aber doch einen sehr warmen, sehr emotionalen Sound. In der süditalienischen Banda spielt kein einziges Mädchen mit, was etwas Besonderes ist. Denn normalerweise gibt es in solchen Blasorchestern immer Mädchen, die beispielsweise Klarinette oder Flöte spielen. Aber die hier akzeptieren das noch nicht. Es gibt hier nur Jungs. Das ist eben der Süden Italiens. Mais c'est le sud de l'Italie, c'est pas... Zum ersten Mal auf deutscher Bühne eine Fusion von Banda und Jazz, eine Auftragskomposition der Donaueschinger Musiktage. Michel Godard, Tuba, und der Akkordeonspieler Jean-Louis Martinier wollten auf das weibliche Element nicht verzichten. Sie bereicherten ihr Werk mit der bewegenden Stimme von Lucilla Gagliazzi, die auf der Basis traditioneller Volkslieder improvisierte. Wenn man versucht, diese Orchestermusiker zum Improvisieren zu bringen, dann wird das niemals funktionieren, weil du einem Musiker nicht in ein paar Proben Improvisation beibringen kannst. Unser Ausgangspunkt war, mit der Banda als einem homogenen Klangkörper zu arbeiten, der seine besonderen Reize hat. Wir haben versucht, eine Musik für sie zu schreiben, die dem, was sie normalerweise spielen, so nah wie möglich kommt. Man muss die Banda-Orchester eigentlich konfrontieren mit etwas ganz anderes und nicht nachmachen, wie das ist. Und ich meine, es gibt so viele Leute, die versuchen, Nino Rota zu imitieren oder Ennio Morricone oder all diese fantastischen italienischen Komponisten. Und das hat keinen Zweck. Ich kenne Nino Rota als großen Maestro. Ich war damals noch Student. Ich spielte ein- oder zweimal in einem kleinen Orchester mit, wo wir Musik von Nino Rota aufführten. Wir machten einige Aufnahmen fürs Fernsehen und Kino. Die Musik von Nino Rota ist ziemlich speziell. Er hatte einen Fuß in der Klassik. Avantgarde hat er kaum komponiert. Und den anderen Fuß hatte er in der Popularmusik von Kino und Film. Und Banda war für ihn das ideale Medium für eine Synthese zwischen beidem. So haben vor allem Fellini-Filme mit Rotas Musik das Phänomen Banda über die italienischen Grenzen hinaus bekannt gemacht. Nur folgerichtig also die zweite Auftragskomposition für Donaueschingen. Ein Medley rotascher Filmmusiken, arrangiert von Bruno Tommaso. Eine süffige Hommage an einen der größten Filmkomponisten Italiens.
Klar, dass das Orchester Banda Città Nuova di Puglia hier in seinem Element war. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? Was daran neu ist? Ich weiß es nicht. Je sais pas ce qui est nouveau. Wenn man amerikanischen und europäischen Jazz vergleicht, würde ich sagen, das Interessante am europäischen Jazz ist, dass er wieder unvorherhörbar geworden ist und dass er viel schwerer zu definieren ist als je zuvor, weil es eben so viele Spielarten gibt und immer wieder neue Formen sich entwickeln, was gar nicht vorhersehbar ist. Also einen Trend kann man da gar nicht angeben. Es gibt einen einzelnen gemeinsamen Nenner, das ist eben die Öffnung zu allen möglichen Musikkulturen und jeder befähigte Musiker macht daraus seine eigene musikalische Sprache. Zu einer sehr individuellen Synthese zwischen Banda und Jazz fand auch der holländische Saxophonist Willem Breuker das dritte Auftragswerk, Time is an Empty Bottle of Wine. Klar strukturierte Orchesterpassagen einerseits, entfesselte Soli andererseits, wie hier von dem virtuosen Pino Minafra, eine Art Jimi Hendrix auf der Trompete. Wenn Breukers Stück der Donaueschinger Forderung von musikalischer Avantgarde am nächsten kam, so war doch er es, der der mediterranen Ausgelassenheit den größten Freiraum gab. Musik machen ist auch ein bisschen Freude haben und Spaß machen. Oder, man muss natürlich ganz ernst Musik machen, aber man muss es auch nicht so ernst nehmen. Es ist Musik, es ist nur Musik. Spaß hatten sie, die importierten Italiener aus Nuova di Puglia. Unter vollem körperlichen Einsatz verwandelten sie die Bühne in ein Zirkuszelt und infizierten das Donaueschinger Avantgarde-Publikum mit ihrem Temperament und ihrer unbändigen Lebensfreude. Vielleicht müsste nach dieser Session der Begriff der musikalischen Avantgarde neu definiert werden. Sicher ist jedenfalls, dass die europäische Jazzszene wieder mal für Überraschung sorgte.